Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er ist absoluter Experte im Kinder- und Jugendfußball, hat sein eigenes Institut, genau mit diesem Namen, ins Leben gerufen 1996, ist selbst A-Lizenz-Trainer, hat auf sehr hohem Amateurniveau selbst trainiert und gespielt. Und freue mich sehr, dass er jetzt zu Gast ist, Peter Schreiner. Hallo Peter. Ja, hallo. Erstmal freue ich mich, dass ich hier Rede und Antwort stehen darf. Und ich freue mich auf deine Fragen. Warum hast du vor vielen Jahren gesagt, ja, ich habe Bock auf Kinder- und Jugendfußball und da Kinder und Jugendliche eben besser machen? Es war so, dass ich im Oberliga-Fußball damals 3. Liga trainiert habe und dann Schalke A-Jugend. Und da bin ich dann zum unteren Jugendfußball gekommen. Ich habe dann koordiniert von der C-Jugend abwärts und Konzepte gesammelt aus der ganzen Welt. Und die habe ich dann umgesetzt und dann habe ich daraus ein Institut gegründet und das dann außerhalb von Schalke 04 gemacht. Und das ist richtig groß geworden und ich bin in 28 Ländern aufgetreten und habe immer wieder Jugendfußball erklärt oder ich habe selber gelernt. Jedes Mal, wenn ich wiederkam, war ich größer. Das ist cool. Die Reisen bilden, wenn du in 28 Ländern unterwegs warst. Kennt man also das Institut für Jugendfußball nicht nur hierzulande, sondern eben auch weltweit. Was war so die schönste Erfahrung, die du im Ausland gemacht hast auf einer deiner Reisen? Hier ist zum Beispiel der Reinaldo Rueda, Nationaltrainer von Honduras. Der war damals Nationaltrainer von Kolumbien und er hat mich eingeladen nach Kolumbien. Super schöne Reise. Da war er Nationaltrainer von Chile. Hat mich eingeladen, habe ich ein Seminar gemacht und er hat mich nach Brasilien vermittelt. Und dort war ich denke, ich bin der einzige Trainer, einzige Deutsche, der 4 Tage Ausbildung in der A-Lizenz in Brasilien gemacht hat. Die schönste Reise war allerdings Mexiko. Da war ich mit meiner Frau, das war sensationell, sehr gut in Erinnerung. Weil? Es war die Freundlichkeit der Leute. Wir waren am Meer, Cancun und die ganzen Umstände waren gut, das Seminar war gut, ich habe viele Leute kennengelernt. Also ist sehr gut in Erinnerung. Auch meine Frau sagt immer wieder, ach, Mexiko war richtig klasse. Und bei den Brasilianern, was war die größte Herausforderung? Weil wenn ein Deutscher kommt, der den Brasilianern Fußball beibringen will, in Anführungszeichen. Da musst du erst mal hinbringen. Ich kann eine Story erzählen, die saßen da mit 50 Leuten. Ich habe wie heute auch alles aufgebaut und ich habe gesagt, hey, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Heute ist kein Fernsehen und nur zugucken, alle runterkommen. Da mussten die unten an den Platz, dann habe ich die erste Übung gemacht. Dann sage ich so, okay, jetzt gehen wir da hinten hin. Dann bin ich einmal am Platz mit denen und habe gesagt, so, jetzt könnt ihr euch da hinsetzen und jetzt zeige ich euch die letzte Übung und viel Spaß dabei. Aber da waren richtig hochrangige Fußballer, die ihre A-Lizenz machen wollten. Ja, das war für mich ein Erlebnis. Wie war die Reaktion? Die Reaktion war klasse. Als ich wegging, Standing Ovations von brasilianischen hochrangigen Trainern. Macht mich so stolz wie jetzt gerade hier, dass die Leute sagen, boah, deine Präsentation, das ist für mich die Bezahlung. Ja, das ist unbeschreiblich. Beim Internationalen Trainerkongress, wo wir uns ja gerade getroffen haben, hast du gesprochen unter anderem über Beidfüßigkeit und über den Torabschluss. Hast das verbunden dann in einer Praxiseinheit, erst in der Theorie erklärt. Beidbeinigkeit, wie ist deine Meinung dazu? Also ich habe jetzt so viele Untersuchungen gemacht. Alle Top-Stürmer, fast alle, es gibt einige Ausnahmen, sind beidfüßig. Der Hauptfuß ist, sagen wir, der linke und 80% mindestens ist der rechte. Und ich habe dann Tore gezeigt, wo Erling Haaland mit links richtig schöne Tore macht, Elfmeter schießt. Aber der macht die Tore mit rechts genauso. Und das ist so ein Thema, was ich im Augenblick bearbeite. Aber nicht für die Top-Spielern. Ich habe angefangen mit U9, mit Spielern, die umfallen, wenn sie mit links schießen. Und habe denen beigebracht, wie man schießt. Und das ist für die so klasse. Aber man muss das schon gegen die Einstellung der Spieler, der Kinder sagen. Die fühlen sich nicht wohl. Wenn die mit rechts schießen, klasse, links fühlt sich nicht gut an. Also vermeiden die das. Und das ist der größte Fehler, wenn man dann nachgibt. Man muss dann gucken, dass man die motiviert. Und wenn die dann regelmäßig üben, dann werden sie beidfüßig. Und wie kriegst du es von den Übungen hin, einem Trainer jetzt zu sagen, ja, trainier doch auch mit deinen U9, 10, 11, U12 Kindern Beidfüßigkeit, die dich eben heute hier nicht gesehen haben? Also es ist immer so, wenn man hinkommt und sagt, ich habe was, ich gebe dir was, ist schlecht. Am besten ist, man macht vor und die gucken, oh, das sieht aber gut aus. So mache ich das in meinem Verein, ich mache Training mit der U9, dann guckt der U10-Trainer, oh, kannst du mir dir mal erklären? Und dann macht er das. Dann guckt der U13-Trainer, guckt bei ihm und so geht das durch den Verein. Und hier so Seminare oder Kongresse, da mache ich dann gezielt so ein Konzept und
Und die kriegen das ja auch als Handout. Und dann hoffe ich, dass Beidfüßigkeit in Deutschland weiter verbreitet ist. Also das ist meine Mission im Augenblick. Und die Einsteigerübung für alle Trainer, die dann mit ihren Knirpsen erstmals versuchen, den schwächeren Fuß zu trainieren. Wie können die einsteigen? Ja, ich habe das ja heute gezeigt. Das ist einfach nur eine hohe Wiederholungszahl mit dem nicht dominanten Bein. Und da habe ich eine Trainingsform, die habe ich heute gezeigt. Also anspielen, dann zur Seite und dann immer im Wechsel, links und rechts. Oder ich mache nur auf links, wenn Rechtsfüßler trainieren. Und dann korrigiere ich. Und dann, wenn einer gar nichts hinkriegt, das habe ich auch gehabt, der fällt dann um beim Schießen, habe ich den rausgenommen, habe den ins Tor gestellt, so 2 Meter. Und dann muss er aus 2 Metern immer aufs Tor schießen und ich korrigiere, bis er es verstanden hat. Und das ist erfolgreich ohne Ende. Bei meinem Enkel habe ich das in 2 Trainingseinheiten hingekriegt. Der kann jetzt mit links schießen. Und irgendwann in der B-Jugend fragt ihn er, wo hast du denn Beidfüßigkeit gelernt? Da sagt er, ja, mein Opa hat mir das gezeigt. Und heute sagt einer, ich bin der Opa des Jahres schon. Ja, ist die Beidfüßigkeit so ein großes Thema? Ist immer so schlimm, auch in der Bundesliga immer noch aufgestellt? Ja, also wer nicht beidfüßig ist, kommt nicht in die Spitze. Also es gibt sicher Andi Brehme zum Beispiel als bestes Beispiel, der Elfmeterschießt, oder Dembele, der schießt auch Elfmeter mit links und rechts. Aber es gibt auch Spieler in der Bundesliga, die eine Torchance verpassen, weil sie in der konkreten Situation abstoppen, weil das fühlt sich nicht gut an. Und da kann man sich auch noch was machen. Aber Top-Spieler haben alle die Fähigkeit, mit beiden Füßen Tore zu machen. Durch deine Analysen fällt dir vielleicht einer ein, der noch besser sein könnte, wenn der noch einen besseren linken Fuß hätte als Rechtsfuß? Also im Augenblick, ich habe ja nur die Guten rausgesucht. Ich habe nicht die Fehler. Die es können. Ja, also wenn ich so denke, Podolski zum Beispiel. Unheimlich stark mit dem linken Fuß. Der rechte war nicht so gut. Eben hat mich einer angesprochen. Er sagt, kennst du den in Köln, der für 30 Millionen mit links schießt und für 0 mit rechts? Sag ich, ja, ich kenne da einen. Aber ich sag der war ja so erfolgreich mit dem linken, das reicht. Ne? Robben zum Beispiel ist auch ein Beispiel, der vorwiegend mit links geschossen hat. Aber ich glaube auch, dass er mit rechts schießen kann. Ne? Wenn er will, wenn er muss. Wenn du sagst, die schaffen es eigentlich nicht in die Spitze ohne Beidfüßigkeit, die Profi werden wollen, wie weit nach oben schaffe ich es denn, wenn ich nur einen Fuß habe? Hast du da Erfahrungswerte? Nein, da habe ich keine Erfahrungswerte, aber ich kann dir sagen, die oben sind, schießen Tore mit links und rechts und deswegen machen sie viele Tore. Die es nicht können, schießen weniger Tore und kommen nicht nach oben. Das heißt, ohne Beidfüßigkeit habe ich nicht die situativ richtige Wahl. Das heißt, wenn der von links kommt, mein Gegner ist hinter mir, muss ich mit links schießen, sonst ist der Ball weg. Und wenn ich den annehme, weil ich nur Rechtsfuß bin und spiele zurück, kein Tor. So, und wenn das häufiger passiert, raus. Dann ist man raus aus dem Geschäft. Oder andere Seite auch. Wenn der von da kommt, muss ich mit rechts, der Omol bei der Europameisterschaft. Ja, ich habe heute 2 Beispiele gezeigt, wo richtig gute Szenen waren, wo der richtig gewählt hat, nimmt er den falschen Fuß, ist er raus. Hast du auch 1, 2 Provokationsregeln für die heute dich nicht erlebt haben, die man im Training als Trainer unbedingt machen sollte, damit der schwache Fuß gefördert wird? Also ich habe ja gezeigt, wie Harry Kane mit 18 Jahren sich selber auferlegt hat, 3 Monate im Training nur mit links zu schießen. Deswegen ist er beidfüßig. Habe ich ein Video gezeigt, das ist im Internet zu finden, einfach Harry Kane eingeben, dann findet man das. Also Provokationsregel heißt, du musst die Spieler zwingen, aus der Komfortzone rauszukommen. Ich habe 2 Beispiele gezeigt. Ich habe ein Spiel gemacht, 5 gegen 5 und habe gesagt, ihr dürft nur mit links passen oder schießen. Dribbeln, wie ihr wollt. Und das war erst ungewohnt, haben sie aber trotzdem gut gemacht. Und die zweite Provokationsregel ist so, dass man sagt, der erste schießt mit links, ruft laut links, der zweite schießt mit rechts, ruft laut rechts und die müssen immer wechseln. Ja? Also das ist eine Möglichkeit, um die zu zwingen. Oder belohnen, dass man sagt, jedes Tor mit links ist 5 Punkte. Ja, und so kriegt man die langsam dahin, dass sie es ausprobieren. Und unabhängig davon, mit welchem Fuß ich aufs Tor schieße, welche Fehler machen die Stürmer deiner Meinung nach noch am häufigsten beim Torschuss? Ja, es gibt 2, die mache ich in meinem Torschussprogramm immer. Es gibt 2 große Fehler. Wenn ich seitlich zum Tor stehe und ich will die lange Ecke anvisieren, dann machen viele Spieler, wenn sie mit links nach rechts schießen, ein Effet. Das heißt, der Ball dreht sich ein bisschen vom Pfosten weg. Man muss denen beibringen, dass sie den Fuß gerade gegen den Ball schießen, also hinterm Ball kommen. Dann geht er am Torwart vorbei und rein. Sonst geht er am Torwart vorbei, rechts daneben. Der zweite Fehler ist 1 gegen 1 gegen Torwart. Man geht an ihm vorbei
Der Körper hat eine Drehung und die Drehung überträgt sich auf den Fuß und der Ball dreht sich vom Pfosten weg. Habe ich heute nicht gezeigt, aber das ist eine meiner weiteren Coaching-Punkte. Und deine Kinder in deinem Institut, ab wann sind die beidfüßig, weil ihr das ja schon von klein auf an macht? Also ich habe früher Fußballschulen gemacht, sehr erfolgreich, aber zurzeit mache ich eher Medien, also Bücher für Trainer und Hefte und Videos. Und ich bin als Referent unterwegs, so wie hier und im Ausland. Ich bin jetzt nächste Woche in China für 9 Tage. Ja, ein bisschen komme ich rum. Ich bin zwar schon ein alter Sack, aber solange das Feuer noch da ist, mache ich das. Mensch, hör mal, Junge, du bist doch noch kein alter Sack. Ja, jetzt kommt das Ruhrgebiet durch. Ja, dann sag mal, wo finden wir dich im Netz, online am besten? Also, wer gute Übungen haben möchte, der sollte zu fußballtraining24.de gehen. Da ist sind schöne Videos, schöne Informationen. Und mein Institut ist IFJ, also Institut für Jungfußball, 96.de. Das ist unser Webshop, da kann man stöbern, kann nachgucken. Also es ist für mich so eine Sache, dass ich meine Rente aufbessere. Aber irgendwie auch eine Lebensaufgabe, so von deiner Emotion her. Wenn ich das nicht mehr habe, dann höre ich auf. Nein, das ist ja, ich habe heute nicht gearbeitet. Ich hatte nur Spaß. Die Jungs haben mir so einen Spaß gemacht. Eigentlich hätte ich bezahlen müssen heute. Dann vielen Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War sehr spannend mit dir. Danke, lieber Peter. Nix zu danken. Ich freue mich, dass ich mit euch sprechen durfte. Alles Gute, bis bald. Okay, Tschüss. Danke. Ne?